So, hallo liebe Leute, willkommen wieder zu einer neuen Folge Let's Play Biosys. Dieses Adventure Survival Game, was quasi ein Klassiker ist. Wir sind jetzt hier in der Savanne und haben ein Drittel des Spiels anscheinend hier schon geschafft. Wir sind darunter und zwar schauen wir uns hier gerade etwas um. Wir essen Termiten. Was haben die? Proteine für uns. Wir essen Feigen. Die war am besten, ja. Gut, schauen wir mal kurz. Wir sind hier in einer Kanalisation. Access denied, emergency air seal shut down. Auch das dürfte ein Weg sein zu dem kaputten Büro. Na toll, jetzt sind wir da runtergegangen und haben jetzt keine Energie mehr, da wieder rauszukommen. Jetzt essen wir mal wieder Guarana. Ihr hört mein Herz schlagen wegen dieser Guarana-Pflanze. Die hat extrem viel Koffein. Machen wir es wieder zu. So, wie kommen wir hier wieder zurück? Da waren wir schon. Oh! So, wo sind wir? Wir müssen nach Westen. Last Location. Diese Pflanzen, die waren Bienen, die mich stechen. Gut. Okay. So, wir waren jetzt hier mit in der Savanne. Das Einzige, was wir hier gefunden haben, war sehr, sehr viel Essen. Wir haben so ein Gerät gefunden, womit wir Sachen irgendwie extrahieren können. Am besten aus dem Kaktus anscheinend. Wir lassen hier ein paar Sachen liegen, weil sonst wären wir zu schwer. Und zwar lassen wir das Gerät fürs Kaktuswasser legen. Das ist ja nicht wirklich viel. Wir lassen auch die Karte von der Savanne hier unten liegen, weil wir kommen sowieso nur hierher, wenn wir in die Savanne wollen. Da haben wir nicht so viel bei uns. Das war jetzt auch nicht sehr viel, aber immerhin. Und jetzt gehen wir mal zurück in die Zentrale und verwenden diesen Schlüssel, den wir gefunden haben, um zu sehen, was in diesem Schrank drin ist. Also die Savanne ist eigentlich ein schöner Ort. Es gibt nichts. Ein Adler, eine Eidechse haben wir gesehen. Ja. Wir haben sonst nichts wirklich Besonderes festgestellt. So, jetzt fahren wir lieber mit dem Lift. Das geht schneller. Wo ist der Lift? Docking Station. Ah. Das Ding müssen wir einschalten. So, wo war das? Living Quarters, glaube ich. Ja, genau. So. Wir trinken hier schnell was. Haben wir Durst und sowas? Ja, Durst ein bisschen. Hier gibt es immerhin Wasser. Can't drink anymore. Ich will auch nicht mehr trinken. So, was haben wir gesagt? Dass wir das aufmachen wollen. Schlüssel, wo ist der? Klappt. Aha. Was ist das? Medizinische Karte. Alexei. Newspaper Clippings. So, was steht hier? Die lesen wir gleich mal durch. Environmental Champion stuns audience with shock resignation to face the last key issue. Ah, Synth Notes Passwort. Green King. Ja, dann können wir uns auch das durchlesen, was er über diese Pflanze reingeschrieben hat.
Black Knight takes Green King. Green King. So Alan Russell, the most prominent and popular unofficial leader the modern ecology movement has ever known, announced his complete and immediate resignation from all current activities and involvements. Ja, das war damals bei der Biosphäre 2. Habe ich angekündigt, mich komplett zurückzuziehen. Das war anscheinend ein Schock für alle. Ja. When in the 1980s Russell, his trusted second-in-command Lucian Hauser, was killed in a shooting incident in Paris, it was widely thought to be a failed assassination attempt on Russell himself, who was sitting next to Hauser in the car. Wow, es gab ein Attentat auf mich in den 80er Jahren, da wurde ein anderer getötet. Man wollte mich töten, man hat aber den anderen getroffen. Also irgendwie dürfte ich doch ein sehr, sehr wichtiger Mensch sein. So-called Sanctuary Initiative. Bla bla, Russell, what next for this Guru? Jetzt wissen Sie, ja, das war damals ein alter Zeitungsartikel, deswegen ist er auch so vergilbt. Man hat probiert, uns zu töten anscheinend. Und dann hat er sich zurückgezogen aus der Biosphäre 2 und jetzt hat er dann Biosphäre 4 gegründet. One official source has even suggested Russell's retirement for public lose position to cause a lot of very influential people a great deal for convenience, the group member said. If there's some kind of big deal being negotiated behind the scenes here, Russell is missing out of the economic opportunity of a lifetime. Gut. Green King. Ich lasse die Akte mal hier oben. Green King. Wir schauen uns noch die Videokassette da an. Holen die andere raus. Und schauen kurz, was wir noch hier bei uns haben. Die hier. Jetzt bin ich gespannt. Warum hat er die weggesperrt? We planned that assault for weeks. He gave us times, dates, photos, position. Nothing went wrong. We got the right man. It all happened exactly as we wanted. Russell just sat in the car and wiped the guy off his hands. Was? Also der hat hier irgendwie da irgendwie gesagt, ich glaube, das war der Typ, der den Attentat da vollbringen wollte. So wie das ausschaut. Ich bin im Auto gesessen und habe nur meine Hände gerieben. Wiped Hands, ich glaube, das heißt Hände gerieben. Keine Ahnung. Irgendwie, vielleicht habe ich von diesem Attentat gewusst und habe bewusst nicht mitgemacht oder was? Ich habe es nicht ganz verstanden. Mal kurz schauen, ich glaube diese Karte, die ist für oben. Ich will mich ins Labor. Ja, das ist für hier. Jetzt ist das offen. Ich nehme mir das mit, Adrenalin. Vielleicht brauche ich das, das wirkt sicher so wie Guarana. Was ist das? Chloroquin. Chloroquin, was mache ich mit Chloroquin? Das ist das Inhalationsspray. Das waren die Schlaftabletten, nein, die brauchen wir nicht. Okay, uns geht's sonst die... Ah ja, kochen wir noch ein bisschen was, während dass wir schon hier sind. Jetzt isst du das. Ich wollte es nicht essen, ich muss kochen. Wir kochen mal die Eier. Dann schmecken wir sicher besser. Da kann ich mir nur ein Ei auf einmal reinstecken. Okay, dann ist es halt so. So schaut das aus, wenn es fertig ist. Ein Spiegelei. Dann machen wir mal lauter Spiegeleier. Ich
glaube, das ist dann ein bisschen nahrhafter, wenn ich es zu mir nehme. Wobei rohe Eier sind im Grunde auch nichts Schlechtes. Sie schmecken uns halt in der Regel nicht, aber ein rohes Ei kann man auch essen. Hat genau dasselbe wie ein gekochtes Ei drin. Außer dass möglicherweise noch ein paar Enzyme drin sind. Ich habe eh keine Symptome. Und noch mehr rohe Eier. Wir haben hier vorne noch ein paar Eier. Wir kochen mal alle unsere Eier. Wir machen quasi jetzt Cooking-Videos für YouTube. Wie heißt der? Dieser eine englische Koch? Oliver? Jamie Oliver? Frying. Mit viele Eier. Kann man diese ganzen Insekten etwa auch da reinhauen in die Pfanne? Probieren wir mal kurz. Ach, die müssen wir... Row. Habe ich hier die Pflanze jetzt auch reingeschmissen, waren auch roh. Nein. Warte kurz. Ja, das geht auch. Wir kochen auch das Gras, wir kochen einfach alles. Gebt mir was, ich haus gleich in die Pfanne hier. Ihr werdet euch fragen, warum macht der Mann das? Naja, er muss machen. Ich glaube, gewisse Sachen muss man hier kochen, beziehungsweise haben erst gekocht einen guten Nährwert. Und das wollen wir auch so beibehalten. Wir haben zwar jetzt relativ viel Essen. Ja, eigentlich ziemlich viel Essen. Ich kann das Essen aber auch nirgends hinschmeißen. Ich habe keinen Kühlschrank. Warum hat der Mann keinen Kühlschrank? Ich glaube, dieser Schlafsack ist so schwer. Die ganzen Akten hier brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Den Brazilian Nut. Naja. Was fehlt mir eigentlich? Ich muss noch kurz was schauen. Wie kommt man eigentlich in diese... Was ich nämlich nicht habe, ist das Passwort für das Meer. Gibt es hier einen Durchgang, eventuell auch durch so einen Lüftungsschacht zum Ozean? Air. Air cannot be pumped between takes. All air seals are closed. Dann mach die mal auf. So, Green. Giant. Wie war das Passwort? Ich habe das Passwort vergessen. Green. So. Jetzt kurz warten, ich schaue mal kurz auf das Video, was ich vorhin in der letzten Aufzeichnung gemacht habe. Daten, wo habe ich es abgespeichert? Ich habe die Akte oben liegen. Nein, das war in dem Spiel, ich kann das Video noch gar nicht anschauen. Gut, gehen wir zurück. Oder habe ich die Akte bei mir? Kann ich noch gar nicht. Wo habe ich denn diese Akten her? The Silver Domes of Betrayal. Hier ist es, wie sie es aufgebaut haben. Ein Jahr bevor es gestartet ist, 1995. Ich bin 55 Jahre alt. Since it disappeared from public life, have multiplied year by year. Now it would appear that the suggestions of his having a blah blah Mount Chimborazo in Ecuador. Forced, it has been impossible to tell so far what the immense undertaking represented. Will encompass several square miles of the mountain slopes, yeah. Biosphere 4, recent evidence that links
the powerful division of the powerful Zaptec cooperation with the work in Ecuador. Everything points to a major benefactor or sponsor for the project, and it is will be known as time Russell was consulting Zaptec on the development of closed environmental life support systems. Okay, hier ist jetzt mal kein Buzzword. Habe ich die Pflanze, wo habe ich diese Akte überhaupt her? Lass mir jetzt hier. Das ist, glaube ich, die allererste Akte. Ja, das ist die allererste Akte, die brauche ich auch nicht mehr. Jetzt lasse ich auch noch den Schlafsack mal da. Was wiege ich jetzt? Immer noch einiges. Was ist hier so schwer? Ja, den Bewegungssensor lassen wir noch kurz da. So, jetzt gehen wir noch kurz schnell und holen diese eine Akte. Ich will nämlich das durchlesen, was da drin gestanden ist. Ich muss nur die Treppe runter. Die habe ich, glaube ich, hier am Boden geschmissen, die Akte. Green King, so war das, okay. Die tragen wir auch dahin, die Akte, dann haben wir alle Akten auf einen Haufen. Wir sind gar nicht irgendwie eine Ratte am Boden. Ne. Irgendwie besessen von Ordnung oder so, gell? Überhaupt nicht. Green King. Was? Green King. Vielleicht in 1 zusammengeschrieben. Ja, zusammengeschrieben. Green King. So. Das sind seine Aufzeichnungen zu dieser Pflanze. In the mid-90s, I remember a blight. Now seems 1,000 years since I had the resources to continue to biosensitive hybrid experiments. Okay. So, 3 years today since closure the first time. It's something new and pervasive. So I have decided to start priming the EAB. I realize the risks of tampering with the delicate balance, but okay, this is make or break. Gut, hier beginnt das Experiment. Today the biosphere popped. Every plant and creature in this beautiful bubble moved on a historic step in the same direction. The EAB is in a perfect condition. Okay, also das funktioniert. Dieser Evolutionsbiom hat sich gut entwickelt. Die Kinder, the children have arrived and look beautiful. Tiny Synth 2. Zweite Generation, kleine Pflanzen, entwickeln sich gut. April 01. We are less than a year old. Generation 2 are already building with seed pods. Okay, die Kleinen machen jetzt auch schon wieder neue Sprossen. Synthetic chlorophyll is more or less stable overall. Per square inches over age and yield 36 improvement on the baseline. Okay, sie wachsen, gedeihen, diese Pflanzen. A damped fate. A fungal growth of the rainforest is advanced every day and photosynthesis is dropping by the hour. Work on the synth will have to stop. Okay, irgendwas stimmt mit der Photosynthese nicht. Seems increasingly hopeless. Scheint, als würde es nicht funktionieren. June. The rainforest is closed off in the hope that the fungus dies before the last of the healthy plants. It's a desperate solution, but there's no other left to go. Okay, hier hat er einmal alles abgeschaltet, damit der Regenwald nicht stirbt, aufgrund von diesen Pflanzen. Photosynthesis is not much more effective than respiration, but they have developed a far more interesting root system than the ones. Okay, er hat neue Pflanzen angebaut. Jetzt sind wir schon in der sechsten Generation. As major CO2 source, the other biomes are becoming stagnant and the air is less and less tolerable. Okay, also er hatte Schwierigkeiten wegen diesem einen Biom hier. If we are take hold enough to find monster, we might just be able to cope with the unprecedented CO2. If they die, there will be no wars. What's up there, okay. Jetzt gibt es eine Krise im Jahre 2003. The final traces of the fungus eventually died away. Es könnte sein, dass ihm jetzt alle abgestorben sind von diesen experimentellen Pflanzen.
Juli 2003. All around me the biomes are blooming back to strange. Jetzt wachsen ihm die ganzen Biotope wieder und es fängt schon von vorne an, es funktioniert. Perception of the Biosys Hybrids and she has agreed to go over all my notes. Jetzt hat er endlich Hilfe bekommen von dieser Frau, von der Sarah. Generation 5 Pflanzen. Sieht schon lustig aus. Haben die Beine oder Arme? Where are significant improvements on this procedure is the beginners of a complex aerial root structure. Gut, weiter geht's. Februar. Das ist das Ding, was wir auch gesehen haben unter dem Mikroskop. Wunderbare Neuigkeiten, schreibt er hier. Generation 6. Hosts have disappeared completely and the scientific chlorophyll is now distinguishable from the natural stuff. Could it be that there is a possibility of incurring them to really less on the soil moisture and more atmospheric humidity? Long term it may well mean that I can use the major adult species almost like a mobile CO2 production facility. It is becoming apparent that each new generation may always serve to open up to more and more possibilities. Okay, diese Pflanzen scheinen sich jetzt wirklich entwickelt zu haben und weiterzukommen. Die 7. Generation goes far beyond project capabilities. Sogar Sarah, also sie glauben, dass sie mit der 10. Generation danach quasi endlich diese super Pflanze gezüchtet haben, die die ganze Welt retten kann. Aufgrund vom CO2-Problem, ne? Da geht es irgendwie um Treibhausgase und sowas. The first of the Synth up is hydrophonic. Labor now fully mature. Achso, die züchten die im Labor immer noch. Refers to have only vestigial taproots, but seems to possess uncanny skills with the aerial ones. Yesterday I found one of them had cracked the Presby's tank. Its growth rate is so powerful. Okay, also die eine Pflanze ist so stark gewachsen, dass sie aus dem Tank hinausgeschossen ist. Der hat den Tank beschädigt. So, 2005, das war quasi vor einem Jahr. I have prepared the EAB to receive seed pods of Generation 8. It's where they always meant to be. Jetzt hat er sie endlich ausgesetzt quasi. Der hat sie die ganze Zeit im Labor gezüchtet und dann hat er sie rausgesetzt wieder. So, once she has seen what they are capable of, I will inform her after this planting. Er hat ein paar von denen auch zu Sarah geschickt. So schauen die aus, die Dinger. Sarah has reached her own misguided conclusions about the behavior of the Synth. She cannot cope with her apparent instability and has warned me not to plant them in the biosphere. Okay, sie scheinen irgendwie unsicher zu sein, diese Pflanzen, instabil, man sollte sie nicht in der Biosphäre pflanzen, meinte sie. Aber es ist leider zu spät, er hat schon gemacht. Die Synth 8 Generation are flourishing, the older species seem to be moving about quite freely within the confines of the EAB, and it can be quite annoying at times, slithering across the soil late at night. Was? The older specimen seems to be moving about quite freely within the confines. Diese Pflanzen bewegen sich. Oh Gott. Man kann sie nachts hören, wie sie auf der Erde herumgehen. Das war vor einem Jahr. Where sensitivity and appetite for CO2 just gets more and more voracous, and I fully expected these things to make a complete mockery of all my early performance predictions. Also die Dinger bewegen sich und scheinen gierig nach CO2 zu sein. Man kann sie nachts sogar hören. Na super, und ich muss mich hier bewegen in diesem ganzen Biotop. Very odd activity in the hydrophonic lab. The largest of the synphates seems to have somehow smothered the younger ones. Im Labor hat die älteste Pflanze, die größte Pflanze, die jüngeren alle kaputt gemacht. I must have left the tank open, I suppose. All of them just moved. It doesn't make any sense. Of all places, not here. We are in the interdependent body. The code of symbiosis. It just doesn't make any sense. Was haben die gemacht? Sie haben hier quasi eine tote Pflanze gefunden. Sie verstehen aber nicht warum die sich gegenseitig kaputt gemacht haben oder zerstört haben. A letter of O2 cylinder in the growth chamber, and when seal it off. I'm convinced it is the only way I could destroy it, wollte ich wahrscheinlich. I daren't open it up again.
Okay, also sie haben hier aus Versehen anscheinend einen Behälter aufgemacht, wo Sauerstoff drin war, reiner Sauerstoff, und das hat die Pflanzen quasi zerstört. Okay. Devil has informed me of his awful plans for the EAB, so I can carry on experiments. Club Eden has put an end to my plans, for now. Okay. Also wir haben Pflanzen entwickelt, die sich selbstständig bewegen, die herumlaufen, die sich scheinbar gegenseitig vernichten, die aber bei zu viel Sauerstoffkontakt sterben, sind aber extrem gierig nach CO2, nach Kohlenstoffdioxid, und ja, warum auch immer wollten die hier was reinbauen, und das war quasi für ihn so ziemlich das Ende von allem. Jetzt sehen wir, wie diese Pflanzen ausschauen. Aha. Absorb massive quantities of sunlight through bioengineered chloroplast cells. Okay, das hat jetzt... Irgendwie ist das eine mutierte Pflanze, die biologisch und pflanzlich irgendwie gleichzeitig ist. Die kann massenweise Photosynthese machen und dann quasi Sauerstoff erzeugen. The rate of carbon dioxide is pretty oxygen, a waste product of photosynthesis in large stomata allow for high rate of expiration. Ja, und die produzieren sehr, sehr viel Sauerstoff. The plant needing to be tapped into the soil. Powerful aerial root structure efficiently absorbs moisture from atmosphere without the plant. Aha. Also die Pflanze saugt so extrem viel direkt aus der Atmosphäre, direkt aus der Luft, dass man die Pflanze quasi nicht in den Boden verwurzeln muss. Somit ergibt sich, dass die gar keine Wurzeln haben, somit können die auch laufen. This is the high energy product of photosynthesis. Synthesis. Large proportion of the day photosynthesing. Okay. Gut. Wir haben quasi eine sich selbst bewegende neue Rasse gezüchtet. Ja. Was wissen wir eigentlich? Recharge, ja, man kann ihn von hier aus direkt aufladen, das ist super. So, dann lade das mal bitte auf, damit ich auch immer brav fahren kann. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Savanne geht's gut, Ozean hat ein bisschen ein Problem, wenn ich das richtig erkenne. Water Clarity, Saltiness. Nee, er hat kein Problem. Also Algen. Ich produziere zu viele Algen. Wir schalten das hier ein. Hier oben seht ihr nämlich, wie viel Energie mein Biom verbraucht und wie viel er gerade produziert. Er scheint bei Tag mehr zu produzieren als bei Nacht. Aber ich produziere. Und der hier zum Beispiel hat hier diesen Algen... Was ist das? Scrubber? Was auch immer das ist. Irgendein System, was das Meer von Algen befreit, sollten es zu viele werden, war das nicht eingeschaltet, und darunter leidet die Wasserqualität. Ne? Das ist voller Algen und dann ist das Wasser nicht mehr klar, das ist auch nicht gesund. Deswegen müssen wir dieses Ding hier einschalten, das haben wir jetzt gemacht. Die Wave Machine, die produziert Wellen. Ansonsten funktioniert es ganz gut. Also ich habe die Biome hier ganz gut im Griff, muss ich sagen. Die sind 100%. Hier springt ein bisschen der Wasserspiegel, aber den reparieren wir gleich. So. Okay. Auf einem Notizzettel ist gestanden, dass es eine Machete am Strand gibt. Das heißt, ich muss zum Ozean. Ich habe aber vom Ozean nicht das Passwort. So. Und dann kann ich nämlich auch den restlichen Dschungel, Regenwald-Dschungel, untersuchen. So, wie komme ich da hin? Humidity? Nein. Wie war das mit diesen Luftschleusen? Kann ich die aufmachen? Ja, es gibt eine Luftschleuse von hier nach hier. Das heißt, ich müsste in die Savanne, in die Luftschleuse rein, durch die Kanalisation, aber die war geschlossen. Na dann. Kann man die bitte aufmachen? Air connected, be pumped to this.
All seals are closed. Ja, dann macht die auf. Geht das? Tide Machine, Wave Machine. Hier sehen wir, was alles irgendwie Strom verbraucht. Okay, aber wie mache ich diese Tanks hier auf? Circularity fans. Mix circularity stay horizontally in each biome to simulate unwind movement, which prevents air from becoming stagnant and improves plant. Was hat er gesagt? Hat er gehustet gerade? Was ist mit ihm? Oh, ich bin hungrig und durstig. Wow. Hungert der jetzt hier oder was? Boah, das war gut. Ein Ei und der ist jetzt wieder voll fit. Wasser habe ich keins. Naja. Ich speichere mal wieder. Okay. Wir wissen jetzt schon sehr, sehr, sehr viel. Was wir nicht wissen ist, wie kommen wir rein in den Regenwald. Und zwar, weil es eben diesen Security Shutdown gibt. Power and IAB has been disconnected. Technosphere features remain dysfunctional until power is reconnected. Power is being drained within the IAB. Locate source of drainage and receptivity. Okay. Ja, ja. Ja, wir holen dir gleich was zu essen. Was zu trinken. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie man jetzt hier reinkommt. Das ist ein bisschen so das nächste. Bis hierhin lief es eigentlich ganz glatt. Das war eigentlich recht logisch, was man hätte finden müssen. I am thirsty. Ich nehme mal meinen Schlafsack mit. Nein, ich will hier raus. Wo ist da was zu trinken? Ich glaube, es gab im Labor was zu trinken, oder? Steck ihn mal rein, muss ich in der Hand halten. Hier gibt es einen Schlüssel. Habe ich noch diesen Schlüssel? Ne, der war noch von hier, also es gibt woanders einen anderen Schlüssel. Okay. Muss man was trinken? Das ist die Frage. Wo gab es was zu trinken? Hier in der Küche. Was mache ich als nächstes? Ich kann da nicht rein, weil diese... Saufen wir uns an. Like an animal with a struggling beast cramped in his jaws. Was? Okay. Er ist betrunken. Es bewegt sich auch langsam, wenn ich mich mit der Maus bewege. Vielleicht kann ich mir irgendwas anschauen hier, wenn ich mich ansaufe.
Gab es hier irgendwas, was ich noch nicht gut geschaut habe? Das Fair-Team. Mir fehlt nämlich die zweite Seite von diesem Passwort-Geschichte, wo alles draufsteht, wie man überall hinkommt. Wo könnte die sein? Also hier drin war es nicht, ne? Nee. Drunk. Bei Symptoms steht das jetzt. Ich bin betrunken. Na, Glückwunsch. Vielleicht muss ich mich betrunken machen und schlafen legen. No, not now, not now. Kann man sein? Ich glaube, da gibt es dieses Gedicht im Internet, dann könnte ich das nachschauen. Nein, das wäre, glaube ich, Schummeln, das machen wir jetzt nicht. Haben wir noch mehr von dem Wein? Trying to still the last vestiges of resistance before he devours it whole. Was? Was steht auf dem Zettel? Okay, das bringt nicht wirklich was. Der ist voll besoffen. Trinken wir mal einen Kaffee. Ein Kaffee und alles ist weg. Ja, so funktioniert es, wenn man Karte hat. Einfach einen Kaffee trinken. Klar. Okay. Was wissen wir? Machen wir was das Säurewaschen. Licht raus. Oh, ich kann Licht hier. Habe ich da oben Licht eigentlich? Vielleicht gibt es irgendwo was hingeschrieben, was man nur nachts sieht. Glaube ich, Quarters. Ach, da ist eh Licht. Es ist nach unten kein Licht. Dann ist mir eh wurscht. Dann lasse ich es unten auf Notstrom laufen, dann kann ich das Ding nicht immer jedes Mal umstecken. So, ich muss jetzt in den Regenwald. Nicht in den Regenwald, in die Savanne. Ich habe kein Passwort. Für Ozean. Gut. Wir machen an dieser Stelle jetzt auch schon wieder eine Pause. Wir spielen über 40 Minuten. Das ist wieder etwas mehr, als wir wollten. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Biosys.
Wir schauen, dass wir hier weiterkommen. Wir haben schon relativ viele Sachen. Ich weiß, was ich als nächstes zu tun habe. Ich muss irgendwie zum Ozean. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da hinkomme. Das heißt, ich muss mal schauen, wie ich zu dem Passwort komme vom Ozean und dann schauen wir weiter. Danke auf jeden Fall allen fürs Zuschauen. Danke auch, wenn ihr den Channel abonniert habt. Freut mich. Bis zum nächsten Mal.